Welche Restaurantaktie ist die beste? Wir schauen uns heute mal 5 Restaurant- bzw. Fastfood-Aktien an und versuchen ein bisschen rauszufinden, welche Aktie hier am besten langfristig geeignet ist aus Sicht eines langfristig orientierten Anlegers. Und in erster Linie möchte ich versuchen, ein bisschen herauszustellen, ob es vielleicht eine bessere Fastfood-Aktie gibt, wie McDonald's, also klassisch aus den USA, oder ob das wirklich der absolute Top-Pick ist. Und deshalb würde ich mir gerne erstmal als allererstes die letzten News zu dem Unternehmen anschauen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem die neuen Quartalszahlen auch von McDonald's, die jetzt immer noch nicht so überragend waren. Und dieses Value Meal, was rausgekommen ist mit diesem 5 Dollar, das sieht man jetzt hier auch ganz schön, das jetzt hier immer noch weiter fortgeführt werden soll. Und man ist irgendwie so ein bisschen, ja, sehr, sehr stark fokussiert im Moment auf dieses Wort Value, also diesen Wert möchte man wieder etwas mehr in den Vordergrund stellen. Und das sieht man eigentlich auf der ganzen breiten Palette. Also sehr, sehr viele oder hauptsächlich der Großteil der Fastfood-Ketten hat jetzt so ein Value Meal rausgebracht. Ja, Hauptgrund dafür ist natürlich, dass die Preise für dieses Essen alleine seit Juni 2019 um 27,2% gestiegen ist. Also auch hier wirklich ein sehr, sehr starker Anstieg, was die ganzen Preise angeht. Hier ist jetzt der CEO von McDonald's, der Chris Kempczinski. Ja, der hat hier zum Beispiel zu seiner Company gesagt, dass die grundsätzlich in der Vergangenheit ja hier so ein bisschen den Wert verloren haben und man hat jetzt hier auch im letzten Quartal einen Same-Store-Sales Rückgang verzeichnen müssen, und zwar um 0,7% Year over Year. Also das ist jetzt natürlich nicht so schön zu sehen, aber man versucht jetzt da eben stark gegenzusteuern. Aber es gibt auch andere Firmen, zum Beispiel hier Chipotle Mexican Grill, die haben beispielsweise hier sehr, sehr starke Zahlen abgeliefert und ja, Same-Store Sales Growth und Traffic haben sie gut hingelegt. Und hier ist ja jetzt der bald ehemalige CEO Brian Niccol, da reden wir dann auch noch gleich drüber. Er wechselt da jetzt zu Starbucks. Ja, auch Burger King, die haben als allererstes dieses 5-Dollar-Meal rausgebracht. Also die waren da ganz gleich mit vorne dabei. Und ja, zu Brian Niccol, der ist ja jetzt bald neuer CEO von Starbucks. Also Starbucks schmeißt den alten CEO, oder hat man schon rausgeschmissen, den Laxman Narishman haben wir rausgeschmissen. Und jetzt kommt der CEO von Chipotle, der Brian Niccol. Also auch sehr, sehr interessant. Wir schauen uns auch noch Starbucks an grundsätzlich. Die Aktie ist ja wirklich extrem stark gestiegen. Jetzt in den letzten Tagen aufgrund eben dieser News. Und deswegen gucken wir uns jetzt hier als erstes mal die ganzen Aktien an, die ich mit dabei habe. Also als erstes natürlich McDonald's. McDonald's, klar, glaube ich, brauche ich wenig dazu sagen. Ich habe auch schon mal ein größeres Video zu McDonald's gemacht. Das verlinke ich an der Stelle nochmal. Auf jeden Fall haben wir hier vor kurzem mal ein Kaufsignal ausgelöst und die Aktie ist generell auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick und eigentlich einer der besten, beziehungsweise der besten Standardwerte hier aus diesem Consumer-Restaurant-Bereich. Also auf jeden Fall ein solider Wert. Dann haben wir noch Texas Roadhouse. Texas Roadhouse ist auch in den letzten Wochen und Monaten extrem stark gelaufen, ist aber jetzt akut auch nicht mehr interessant und hat auch von der Trenddynamik her jetzt nicht gerade die beste Struktur. Das gefällt mir also in dem Fall nicht so gut und würde ich jetzt nicht weiter in Betracht ziehen für den näheren Vergleich. Dann Chipotle Mexican Grill, haben wir ja gerade schon gesagt. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Unternehmen mit starken Wachstumszahlen und hat auch hier schon eine wirklich schöne kleinere Korrektur jetzt angefangen, nachdem rauskam, dass der CEO praktisch hier wechselt. Grundsätzlich ist hier auch eine hübsche Unterstützung um die 41 US-Dollar. Also wenn die Aktie hier runter korrigieren würde, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr interessant für einen langfristig orientierten Einstieg. Also die werde ich mit reinnehmen in den Vergleich. Und natürlich auch Starbucks. Starbucks auch ein sehr, sehr großes Unternehmen und hier mit dieser hübschen Inselumkehr hier unten, mit diesem wirklich sehr, sehr starken Wochenschlusskurs mit plus 26%, auch natürlich akut sehr, sehr spannend. Dann Yum Brands hat sich im Vergleich zu McDonald's und Chipotle und so weiter sehr, sehr schwach entwickelt, eigentlich extrem stark seitwärts.
seit 2021, also keine wirklich gute Entwicklung, beziehungsweise schon fast seit 2019. Damit für mich auch völlig uninteressant. Das gleiche gilt eigentlich für Darden Restaurants, sieht zwar tendenziell eher so ein bisschen aus wie McDonald's, aber auch hier, da würde ich dann eher zu McDonald's greifen. Die haben auf jeden Fall auch die bessere Trenddynamik. Grundsätzlich, auf jeden Fall vom Chartbild an sich, gefällt mir hier Chipotle Mexican Grill gleich mal als Bestes, also am besten, wenn man jetzt hier als erstes auf die Charttechnik schaut. Ja, dann habe ich jetzt hier mal die letzten, also die ganze Performance mitgebracht. Wir vergleichen jetzt hier Chipotle Mexican Grill in Blau mit dem S&P 500 in Orange und McDonald's in Rot, beziehungsweise Starbucks in Lila. Und wir sehen jetzt hier auf Basis der letzten 3 Jahre, haben wir hier nur bei Chipotle eine Outperformance gegenüber dem S&P 500, also dem breiten Aktienmarkt. Der McDonald's hat aber auch eine lange Zeit hier mal den S&P 500 outperformed, ist aber jetzt wieder deutlich drunter und Starbucks generell ist schon hier seit wirklich einer sehr, sehr langen Zeit, also über einem Jahr, deutlich unter der Performance vom S&P 500 zurückgeblieben. Auf 6 Jahressicht wird das Ganze nur noch deutlicher, also da hat sich Chipotle auch viel besser absetzen können. Und da war aber sogar Starbucks lange Zeit deutlich über S&P 500 und McDonald's. Also McDonald's und S&P 500 laufen hier schon längerfristig eher immer sehr nah beieinander. Ja, auch year to date, da sehen wir, dass sich der S&P 500 relativ gut gehalten hat, also auch besser entwickelt hat als die ganzen anderen Aktien. Also grundsätzlich hier ja sehr, sehr spannend. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass auch hier Chipotle die Nase vorne hat. Ich möchte jetzt so ein bisschen die Kennziffern vergleichen zwischen Chipotle, Starbucks und McDonald's. Klar, grundsätzlich das größte Unternehmen ist hier nach Marktkapitalisierung McDonald's mit knapp 200 Milliarden, danach Starbucks mit 110 Milliarden und dann kommt Chipotle Mexican Grill mit 74 Milliarden Marktkapitalisierung. Haben wir ja gerade schon gesehen, die beste Entwicklung hatte auf jeden Fall hier Chipotle Mexican Grill. Und jetzt guckt man hier so ein bisschen auf die Zahlen. Grundsätzlich, Dividende zahlt Chipotle Mexican Grill keine. Starbucks 2,4% im Moment, McDonald's auch so 2,38%, also hier beide eben Dividendenzahler an der Stelle. Payout Ratio ist bei McDonald's auch niedriger. Wir haben hier ein Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre von 8,45% bei McDonald's und bei Starbucks ein bisschen weniger von 8,2, aber auch stark. Ja, McDonald's grundsätzlich hat hier schon die längere Historie und zwar von 22 Jahren. Starbucks hat seit 13 Jahren hier die Dividende gesteigert und beides natürlich Quartalszahler, also hier auch definitiv McDonald's natürlich stärker. Chipotle zahlt eben keine Dividende, also nicht gerade aussagekräftig. Ja, wenn man die Bewertung mal anschaut, sieht man, dass Chipotle Mexican Grill hier eine sehr, sehr hohe Bewertung aufruft mit 52er KGV, Starbucks hier mit 27 und McDonald's mit 23 mit der niedrigsten Bewertung. Beim Price to Cashflow sehen wir, dass Chipotle Mexican Grill 40 hat, Starbucks 16,5 und McDonald's 20,5. Also da ist McDonald's dann wieder teurer bewertet wie Starbucks. Und beim Wachstum sehen wir aber auch direkt, warum es hier bei Chipotle Mexican Grill so einen starken Bewertungsaufschlag gibt. Und das ist eben hier aufgrund der erwarteten Wachstumsraten der Fall. Man soll hier noch ein Umsatzwachstum im Forward von 14,24% verzeichnen. Da sind Starbucks und McDonald's wirklich meilenweit entfernt. Starbucks hier nur 6,6%, McDonald's unter 6%. Und das gleiche beim EBITDA. Beim EBITDA soll dann der Share noch weiter auseinandergehen. Chipotle Mexican Grill 22%, Starbucks unter 10%. Da sieht McDonald's aber auch dann wieder relativ stark aus, hier mit 11,4%. Ja, hängt natürlich auch mit dem Franchising-Business in dem Fall zusammen. Das gleiche sieht man übrigens auch bei der Profitabilität. Die ist hier am höchsten bei McDonald's. Ja, ist klar, das hängt auch mit diesem ganzen Franchising-Konzept zusammen, wo zum Beispiel Starbucks und Chipotle überhaupt noch gar nicht richtig angekommen sind. Also das spielt bei McDonald's eine viel, viel größere Rolle, dieses Franchising-Segment. Und da sind auch generell, also auch die Free Cashflow-Margen und so weiter sind deutlich höher bei McDonald's. Also das gefällt man dem an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, dass Chipotle Mexican Grill hier die deutlich besseren Wachstumsraten hat.
Ja, wie schon erwähnt, also die 10-Jahres-Performance, 5-Jahres-Performance und so weiter ist deutlich besser bei Chipotle im Vergleich mit den anderen Unternehmen. Und was die Verschuldung angeht, da steht auch Chipotle am besten da mit einem Debt-to-Free Cashflow von 5,29. McDonald's 9,3 ist noch in Ordnung, klar, sehr, sehr viele Immobilien und so weiter. Aber bei Starbucks, da halte ich die Verschuldung, die ist schon sehr, sehr hoch. Also die muss auf jeden Fall abgebaut werden. Also da muss man schon das im Auge behalten auf jeden Fall, dass hier die Verschuldung nicht noch weiter ansteigt, weil die schon auch einen großen Anteil jetzt mittlerweile ausmacht. Ja, also für mich ist hier im Moment Chipotle Mexican Grill im Vergleich zu McDonald's die einzige interessante Alternative. Und jetzt gerade auch, weil die Aktie hier anfängt langsam zu korrigieren, schauen wir uns jetzt die Zahlen ein bisschen näher an. Wenn wir jetzt hier die Korrektur noch um 20% ausweiten würden, würde das wirklich sehr, sehr schön ins langfristige Chartbild von Chipotle Mexican Grill passen. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass man hier so einen langfristigen Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen kann. Der ist natürlich auch deutlich dynamischer, wie es bei McDonald's der Fall ist, wie wir das hier sehen. McDonald's bewegt sich eben hier deutlich weniger volatil, relativ langsam nach oben, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, solider Dividendenwert. Also für alle, die Dividende eben hier deutlich mehr wertschätzen, absoluter guter Wert, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit McDonald's. Aber jetzt mal hier eine schöne Alternative für alle, die vielleicht auch in Zukunft erst auf die Dividende setzen möchten. Hier Chipotle Mexican Grill, wie bereits erwähnt, 72 Milliarden US-Dollar Marketkapitalisierung. Im Vergleich der letzten 5 Jahre ist die PA-Ratio eigentlich relativ normal mit 50, hat nur 2022 mal etwas niedrigeren Wert betragen. Grundsätzlich sehen wir, dass langfristig der Umsatz wirklich extrem gut gesteigert werden konnte. Gleich auf mit der Netmargin, die ist extrem gut angewachsen, hier mittlerweile bei 12,45%, was auch stark ist für so einen Fastfood-Konzern. Klar, damit hält auch dieses Net Income mit. Ja, Food und Beverage logischerweise ist ihr Hauptgeschäft mit 99%. Wo ist man tätig? Nur in den USA, komplett 100%. Hier der Verschuldungsgrad, also Debt to Free Cashflow, circa vierfachen Verschuldungsgrad. Das ist aber noch völlig in Ordnung. Es ist jetzt keine schwindelerregende Verschuldung hier bei Chipotle. Wenn wir uns generell die Entwicklung anschauen, vom Cash from Operating Activities und den Free Cashflow, sehen wir, warum die Aktie in den letzten Jahren so extrem gut gelaufen ist. Also hier bei dem Free Cashflow 2023 ein Wachstum von 44%. In der Inflationskorrektur war sogar das Ergebnis immer noch positiv knapp und im Jahr davor wahnsinnige 189% Wachstum. Also hier das Unternehmen schafft es immer besser, ja, seine Produkte profitabel an den Mann zu bringen. Das sieht auf jeden Fall wirklich gut aus. Ja, grundsätzlich die Total Assets gehen natürlich im gleichen Schritt mit hoch und das Umsatzwachstum lag in den letzten Jahren immer so knapp 15%, wenn nicht sogar drüber. 2021 gab es mal 26%, in Corona plus 7%. Also hier in der Regel über zweistelliges Wachstum. Das sieht natürlich absolut gut aus. Ja. Deswegen wächst die Aktie natürlich auch deutlich schneller im Net Income. Also hier haben wir Wachstumsraten über 30% gehabt in den letzten 2 Jahren. 2022 hier sogar mal 83%. Also das Net Income ist wirklich sehr, sehr stark am expandieren. Gleiche gilt fürs EBITDA. Also hier sieht man schon, das Unternehmen, das hat schon einen Grund, warum das so eine hohe Bewertung abruft. Die ist auf jeden Fall zu einem guten Stück schon gerechtfertigt. Aber 50 halte ich im Moment doch noch etwas zu hoch und die wirklich historischen Chancen kommen da erst, wenn wir da praktisch noch diese 20% vielleicht runterkommen. Dann wäre es natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Auch wenn wir historisch, wenn wir uns die ganzen P/E-Ratios anschauen, schon eigentlich auf einem mittelmäßigen bzw. fast niedrigen Niveau angekommen sind. Ja, bei den Total Shares Outstanding sehen wir, dass wir 2017 1,4 Milliarden hatten und die sind aber jetzt hier ab 2021 reduziert worden. Jetzt betragen jetzt nur noch 1,37 Milliarden, also ganz schön zu sehen. Man fängt also jetzt hier langsam an, eigene Aktien zurückzukaufen und dadurch werden wir, wenn wir da Aktionär sind, beteiligt am Unternehmen und beziehungsweise am Unternehmensgewinn. Also ist auf jeden Fall schön zu sehen. In dem Fall vielleicht auch so ein kleiner Ausgleich mal zu der Dividende, die ja noch nicht gezahlt wird.
Ja, hier mal die Entwicklung der Netmargen und EBITDA-Margen. Also sehen wir langfristig geht es hier deutlich nach oben und wirklich schnellen Schrittes. Also über 2% Netmargen hier pro Jahr. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Da sieht man, dass das Unternehmen wirklich eine gute Marktposition mittlerweile hier hat. Dividende, wie erwähnt, wird nicht bezahlt. Was den Ausblick angeht in den nächsten Jahren, da sollen wir wirklich dynamisch weiter wachsen. Also auch weiterhin über zweistelliges Wachstum bis 20% drauf. Auch beim Umsatz hier deutliches Wachstum. Also da steckt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel drin an Potenzial in der Aktie. Man könnte natürlich ja auch ja, schauen, dass man sich hier international noch deutlich besser aufstellt und hier schaut, dass man ja, einfach auch bekannter wird außerhalb der USA. Da ist McDonald's natürlich schon das deutlich eingesessenere und ja, so ein bisschen reifere Unternehmen. Und das, ja, ist natürlich ganz logisch. Da steckt man dann einfach hier in einer ganz anderen Situation, wie man es bei McDonald's der Fall ist. Ich meine, Chipotle ist ein führendes Unternehmen hier in diesem Fast-Casual-Segment und spezialisiert sich auch auf eine ganz andere Klientel eben so ein bisschen. Eben auch diese mexikanisch inspirierten Gerichte wie Burritos und Bowls. Und ja, das stärkere Wachstum auf jeden Fall hier bei Chipotle Mexican Grill und würde mir tatsächlich im Moment besser gefallen, wenn aber unter der Voraussetzung, wenn wir hier nochmal runter korrigieren sollten. Grundsätzlich sieht aber im Moment auf jeden Fall McDonald's deutlich bullischer aus, also mit Abschluss der letzten Korrekturphase und diesem kleinen Boden oder diesem sehr, sehr guten Boden hier unten sieht McDonald's hier absolut gut aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass McDonald's es ein bisschen schwer haben könnte, wieder in Zukunft den S&P 500 out zu performen. Deswegen für die wirklich fokussierten Anleger wahrscheinlich in Zukunft eher Chipotle Mexican Grill interessanter. Aber mit McDonald's macht man natürlich auch auf jeden Fall nichts verkehrt in meinen Augen. Ist eine gute Aktie und sobald es natürlich hier mal wieder ein bisschen kracht am Aktienmarkt, dann ist es hier ein sicherer Hafen mit niedriger Volatilität, also ein wirklich Top-Titel auch in meinen Augen. Aber natürlich keine Anlageberatung an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr von Chipotle haltet, ob ihr eine der Aktien vielleicht sogar besser findet oder welche Aktie hier von den 6 Stück euer Favorit ist. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ciao.